Hi, ich bin der Olli von Mount 7 und ich darf euch heute das neue Santa Cruz Hightower vorstellen. Heute bekommt die Santa Cruz Familie nochmal Zuwachs und wer Santa Cruz ein bisschen mehr verfolgt, weiß, dass eigentlich nach dem Megatower jetzt auch das Hightower dran war. Und wir sind natürlich besonders gespannt, weil wir hatten das Hightower 2 im Test und können jetzt den direkten Vergleich machen. Wie bei den letzten Tests werde ich erstmal ein bisschen auf die Features und die Geometrie eingehen, dann euch erzählen, wie unsere Fahreindrücke waren und am Ende noch die Frage beantworten, für wen das Rad dann am Ende am besten passt. Wie wir das von Santa Cruz kennen, hat sich jetzt an der Optik des Rahmens nicht mega viel geändert, die Formen sind relativ ähnlich geblieben. Wir haben auch weiterhin komplett 29 Zoll Laufräder, wir haben vorne 150 mm Federweg und hinten 145 mm und die Größen gehen von S bis XXL. Die spürbarsten Änderungen gab es dann wahrscheinlich bei der Geometrie. Das Rad ist einfach vom Reach ein bisschen länger geworden, also ein paar Millimeter. Wir haben jetzt Reach-Werte von 427, 452, 472, 492 und 517 mm. Das bezieht sich alles auf die Low Position. Der Flip-Chip ist nämlich auch erhalten geblieben. Der ändert dann den Reach um ein paar Millimeter. Also in der Low Position ist das Rad etwas kürzer, in der High Position etwas länger und es verändert auch den Lenkwinkel. Da habt ihr quasi die Wahl zwischen 64,5 und 64,8 Grad. Entsprechend ändert sich auch der Sitzwinkel etwas, liegt aber insgesamt im grünen Bereich zwischen 76,4 und 77 Grad. Schön ist hier, dass sich sowohl der Sitzwinkel als auch die Hinterbaulängen mit den verschiedenen Größen ändern, weil der Anspruch an die Balance und auch an die Sitzposition ändert sich mit den Größen ein bisschen. Und wie auch beim Megatower habe ich dann verschiedene Hinterbaulängen, sodass die Balance des Rads erhalten bleibt und insgesamt bewegen sich die Hinterbaulängen zwischen 432 und 444 mm. Der Rahmen hat auch noch ein paar mehr schöne Detaillösungen bekommen. Was geblieben ist, ist dieses kleine Mudguard am Dämpfer, auch das geschraubte Tretlager ist geblieben. Und dazu kam jetzt noch die neue Glovebox, die kennt ihr schon vom Megatower. Die habe ich auch sehr zu schätzen gelernt. Ich benutze die sehr viel und die funktioniert auch wirklich weiterhin super gut. Interessanterweise sitzt hier, ich glaube, die Flaschenhalterbohrung ein bisschen tiefer. Also die Flaschenhalterbohrungen sitzen etwas tiefer, sodass es sogar mit der Flasche noch leichter raus und rein geht. Dazu kommt noch, dass jetzt im Rahmen so ein kleines Sichtfenster ist, um den Dämpfersäg leichter abzulesen. Das war vorher ein bisschen umständlich, das ist jetzt deutlich leichter. Und Santa Cruz hat auch weiterhin das UDH, das ihr vom Megatower kennt, verbaut, nur nochmal mit dem Santa Cruz eigenem Material. Das heißt, auf dem Papier ist das neue Hightower auf jeden Fall schon mal eine Weiterentwicklung. Wer mich kennt, weiß, dass ich aber da auch manchmal ein bisschen skeptisch bin, was jetzt auf dem Papier da steht. Und jeder Hersteller preist sein neues Rad natürlich als der neue Quantensprung an. In dem Fall wurde ich aber schon ein bisschen eines Besseren belehrt. Ich habe mich wirklich drauf gesetzt und es hat sofort mega viel Spaß gemacht. Und vor allem der Hinterbau ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Das alte Hightower hatte auch schon viel Reserven, also man konnte damit auch echt ordentlich ins Grobe reinheizen und hatte da eigentlich genug Support, aber man musste dazu ein relativ straffes Fahrwerkssetup fahren. Das hat jetzt das neue Hightower deutlich verbessert. Das heißt, ich kann ein relativ komfortables Setup fahren, so irgendwie mit 30% Sag und habe ein super sensibles Ansprechverhalten, kann diese ganzen kleinen Schläge aufsaugen, aber trotzdem, wenn ich mal irgendwo in eine Kompression reinhämmer oder mehr laufen lasse, dann gibt es mir mehr Support. Also das sagt einfach nicht so weg. Und das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Ansonsten ist das Hightower geometriemäßig sehr nah am Megatower und das kann auch vielleicht der Grund sein, warum ich mich da so schnell drauf wohlgefühlt habe, weil ich halt jetzt lange oder viel Megatower gefahren bin. Aber ich muss sagen, es ist einfach eines der spaßigsten Bikes, das ich in letzter Zeit überhaupt gefahren bin. Es hat echt viel Pop, das merkt man sofort beim Draufsitzen, beim Losfahren. Man kann schön überall abziehen, man kann das Rad in der Luft umlegen, man kann aus der Kurve rausspringen. Also ja, super wendiges Rad. Trotzdem, wenn es ein bisschen schneller wird, hat man viel Support, viel Gegendruck vom Fahrwerk. Man hat nicht das Gefühl, dass man so schnell ans Limit des Federwegs kommt, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist bei sagen wir, einem Short-Travel-Bike. Es pedaliert mega gut, es pedaliert in meinen Augen deutlich besser als das Vorgängermodell. Also es hat eine sehr angenehme Pedalierplattform, aber auch der Lockout macht einfach nochmal mehr. Also es rollt unheimlich gut bergauf, aber trotzdem ist man jetzt in der Abfahrt nicht mega eingeschränkt. Auf die Frage, für wen das Rad am besten passt, würde Santa Cruz wahrscheinlich sagen, ja, es ist halt ein Mountainbike. Und da musste ich am Anfang ein bisschen drüber lachen, wenn ich das quasi in ihrem Marketing-Text gelesen habe. Aber ich muss sagen, da ist einfach was dran. Es ist ein super Allround-Bike, es hat ein riesenbreites Spektrum. Und wenn ich jetzt ein Bike für alles haben möchte, dann ist das Hightower eine
echt eine gute Wahl. Also ich kann damit mega Höhenmeter fahren, ich kann damit in den Alpen alles mögliche hochpedalieren, ich kann damit dann bergab Flow-Trails fahren, technische Trails, Enduro-Trails, ich kann meine Home-Trails damit fahren, man kann damit mal auch im Bikepark gehen. Also die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr groß. Das heißt, wenn du, sage ich mal jetzt, nicht unbedingt Enduro-Rennen fahren willst, wo natürlich dann das Megatower noch mal besser ist und du ja vielleicht beim Bergab-Speed nicht die ganze Zeit am Limit fahren willst, aber auch mal eine lange Tour fahren willst, einfach einen ganzen Tag auf dem Rad, solche Sachen oder überhaupt das Bergauf vorankommen, die ja irgendwie auch ein bisschen wichtig ist. Ne? Das ist ja auch ein Spaßfaktor beim Fahren, wie angenehm pedaliert sich so ein Rad. Und wenn du quasi in diesem Bereich bist, also diese Mischung und ein Rad für alles, dann ist das Hightower wirklich eine sehr, sehr gute Wahl oder solltest du dir mal genauer anschauen, weil es wirklich sehr viel, sehr gut kann. Ein paar kleine Details, die mir so minimal negativ aufgefallen sind, ist einerseits die Santa Cruz Ventile, die da verbaut sind, die funktionieren nicht so gut mit einem Luftdruckprüfer. Das heißt, wenn du deinen Reifendruck sehr genau anschauen willst, dann würde ich halt einfach die Ventile wechseln. Und natürlich gibt es dann so ein paar Fragen bei den Spezifikationen, die jeder für sich entscheiden muss. Welche Scheibengröße fährt man? Da sind jetzt 180 mm vorne und hinten verbaut. Kann man natürlich darüber diskutieren, je nachdem wie abfahrtslastig man fährt, ob man dann eine 200 mm Scheibe verbaut. Und bei der Reifenwahl ist ja nochmal das Gleiche. Ne? Das sind standardmäßig Exo-Reifen drauf. Je nachdem, in welchem Gelände das fahrt, kann man dann natürlich irgendwie einen Super Gravity oder einen Double Down drauf machen. Okay. War das? Das war's von uns vom Santa Cruz Hightower. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zu dem Bike habt oder kommt bei uns vorbei. Wir werden auch noch ein schönes Streambild von diesem Rad machen. Das heißt, abonniert den Kanal, dass ihr das nicht verpasst und genauso natürlich die nächsten Bike-Tests.